Am späteren Nachmittag erreichen wir mit einem Expresszug Seoul die Hauptstadt Südkoreas. In der Metropole leben etwa 10 Millionen Menschen. Moderne Wolkenkratzer gehen einher mit buddhistischen Tempeln, Palästen und Straßenmärkten. Zu den Highlights für einen Besuch von Seoul gehören die 5 großen Paläste, die während der Joseon-Dynastie erbaut wurden. Zudem finden sich zahlreiche interessante Märkte, malerische Stadtviertel oder moderne Designikonen. Einen guten ersten Überblick über die Stadt hat man vom 263 Meter hohen N-Seoul Tower aus, eingeweiht 1975. Er steht auf dem Namsan-Berg, deswegen das N im Namen. Die Plattform befindet sich auf etwas über 130 Meter Höhe. Der Stadtteil Bukton, die Nordstadt. Gleich zu Beginn empfangen einen die Abbilder von getöteten Widerstandskämpfern gegen die japanische Besatzung von 1910 bis 1945. Dies und besonders das Thema der Trostfrauen aus damaligen Zeiten belastet das Verhältnis zwischen beiden Ländern bis heute. Nach Bukton kommt man wegen den alten, traditionellen Häusern. Die geschwungenen Dächer und die mit Ziegelornamenten verzierten Fassaden bilden einen surrealen Kontrast zum modernen Seoul. Die Gebäude stammen aus den 1930er Jahren und sind bewohnt. Hochmodern dagegen ist das Tondaemun Design Plaza, eine von Seouls Architekturikonen. Das Gebäude sieht mit seiner kühlen, silbernen Aluminiumhaut und der amorphen Struktur eher aus wie ein Raumschiff. Es gibt weder gerade Linie noch Winkel. Genutzt wird das Gebäude als Museum, für Fashion-Ausstellungen, als Designlabor, zudem finden sich Läden und Cafés. Erbaut hat man es von 2009 bis 2014. Geplant wurde die Anlage von der irakisch-britischen Architektin Zaha Hadid. Kurze Zeit später finden wir uns in der lebhaften Insadong-Allee wieder, die für ihre Vielfalt an koreanischen Antiquitäten und traditionellen Gegenständen bekannt ist. Dementsprechend viel ist los und das Preisniveau ist nicht niedrig. Hier finden sich unzählige schöne Läden und kleine Galerien mit koreanischer Kunst. In den Seitengassen bietet sich ein Besuch traditioneller Restaurants an.
Viel los ist meist auch auf dem Namdaemun-Markt. Es soll sich um den größten in Korea handeln, der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sei. Was man hier nicht findet, findet man nirgendwo in Korea, so heißt es. Es sollen um die 10.000 Läden sein, andere Quellen sprechen von 6.000. Das spielt aber keine Rolle. Alles ist in verschiedene Zonen entsprechend dem Warensortiment aufgeteilt, um sich zurechtzufinden. Falls nicht, helfen englisch sprechende Mitarbeiter in roter Kleidung. Die Ursprünge des Marktes sollen bis ins Jahr 1414 zurückreichen. In den 1600er Jahren wurde er zu einer Drehscheibe für den Verkauf von Stoffen, Töpferwaren und Möbeln. Wieder in der Vergangenheit der Stadt geht es einen etwa einstündigen Weg entlang der Seoul Wall Fortress. Auch von der einstigen Stadtmauer hat man gute Blicke auf die moderne Metropole. Errichtet wurde die Hanja-daesong genannte Befestigung während der Joseon-Dynastie zur Verteidigung des Stadtzentrums der Hauptstadt Hanseonbu. Ihre Länge betrug über 18 Kilometer, davon sind knapp 13 erhalten. Errichtet hat man sie im späten 14. Jahrhundert aus großen Feldsteinen. Im 15. Jahrhundert wurde sie renoviert sowie modernisiert und dann wieder im Jahr 1704. Am Ende unseres Weges liegt Iwa Mural Village als Monddorf bekannt. Dieser Ortsteil war ebenfalls dem Untergang geweiht, da es als Slum und heruntergekommene Gegend galt. 2006 haben die Verantwortlichen im Rahmen eines Kunst in der Stadt-Projekts von 70 Künstlern Wandmalereien aufbringen lassen, um das Viertel wieder zu beleben. Das gelang. Seitdem kamen viele Besucher hierher mit allen positiven, aber auch negativen Begleiterscheinungen. Das Problem ist, dass sich eine Minderheit der Besucher nicht an gängige Regeln hält. So soll man sich leise unterhalten und Rücksicht auf die Anwohner nehmen und die Hauptsaison meiden. Mit der Welt der traditionellen koreanischen Kräutermedizin befasst sich das Yanjeon Herb Medicine Museum. Passenderweise befindet sich das Museum gegenüber dem Seouler Yanjeon-Markt, einem Handelsplatz für orientalische Medizin. Hier sollen um die 70% aller orientalischen Kräuter und Medizinarien des Landes vertrieben werden. Nahegelegen der Yaedon-Markt. Hier handelt man mit Lebensmitteln aller Art. Als sich die Nation von den Folgen des Koreakrieges zu erholen begann, versammelten sich Bauern aus der nördlichen Region um den alten Bahnhof Cheondong auf brachliegendem Ackerland, um ihre Produkte und Waren zu verkaufen. Das war der Beginn des Marktes.
Cheonggyecheon Stream. Hier zeigt sich exemplarisch der Mantel der Stadt. Einst ein kleiner Fluss, den man 1950 komplett mit einer Hochstraße überbaute. Im Rahmen eines Stadterneuerungsprojekts legte man den 11 Kilometer langen Fluss quer durch die Stadt wieder frei und schuf ein Refugium für Menschen und Vögel. Besonders Mitarbeiter der umliegenden Gebäude nutzen ihn gerne während der Mittagspause. Zudem finden immer wieder kulturelle Veranstaltungen statt. Im Zentrum der Stadt gelegen findet sich der Toksu-kung-Palast, einer von 5 Residenzen der Herrschenden in Seoul, die während der Joseon-Dynastie errichtet wurden. Einst handelte es sich um eine Villa eines Prinzen. 1598 wurden während des Incheon-Krieges alle Paläste zerstört. Daher baute das Königshaus die Gebäude um und nutzte sie als provisorischen Palast. Seinen heutigen Namen erhielt er 1907. Er war einer der Schauplätze des Unterganges der Joseon-Dynastie. Damals erzwangen die japanischen Besatzer die Abdankung des letzten Herrschers nach mehr als 500 Jahren Regentschaft durch die Dynastie. Im Gegensatz zu den anderen Palästen verbindet Toksu-kung traditionelle Elemente mit westlichen Einflüssen und schafft so eine unverwechselbare Atmosphäre. Die Gebäude und weitläufigen Gärten sind eine Oase der Ruhe inmitten der Hektik der Stadt. Der Bummel durch die abendliche Stadt endet am Seoul Plaza, dem zentralen Platz vor dem Rathaus. Er wird gern von jungen Pärchen und Familien in Beschlag genommen. Zahlreiche bequeme Sitzmöglichkeiten, eine Freilichtbibliothek und Spielgeräte für die Kleinen sorgen für den Zulauf. Tags darauf der Palast Gonbokun. Er war von 1395 bis 1592 und von 1868 bis 1910 Sitz der koreanischen Herrscher sowie während der japanischen Besatzung die Residenz des japanischen Generalgouverneurs. Der Name bedeutet Palast der strahlenden Glückseligkeit.
Mit seinen 330 Gebäuden soll es sich um den größten und schönsten der 5 Paläste Seouls aus der Joseon-Zeit handeln. Viele Gebäude wurden von den Japanern abgerissen oder signifikant verändert. 1990 begann man Teile der ehemaligen Anlage originalgetreu wiederherzustellen. Einst zählte der Palast über 7000 Räume. Nicht missen sollte man die Zeremonie des Wachwechsels der königlichen Garde. Gekleidet in den Uniformen des 15. Jahrhunderts zeigt man den Besuchern 4-mal am Tag, wie ein Wachwechsel zu damaligen Zeiten wohl vonstatten gegangen sein dürfte. Die Tour durch Japan und Südkorea zeigt 2 Länder, in denen die Moderne und das Traditionelle einhergehen. Sie sind Nachbarn und doch unterscheiden sich die Menschen spürbar. Japaner nehmen sich selbst eher zurück und sind immer hilfsbereit. In Südkorea steht mehr das eigene Ich im Vordergrund. Da ist das Land Deutschland sehr ähnlich. Beide eint der respektvolle Umgang untereinander und eine Verwurzelung mit der eigenen Geschichte. Für Besucher heißt es, sich mit den Traditionen und Gepflogenheiten vertraut zu machen und sich entsprechend zu verhalten. Dann ist man als Gast gern gesehen.